Habt ihr eine Photovoltaikanlage und vielleicht sogar einen Speicher, dann könnte es eventuell ab 2029 einen zusätzlichen Aufschlag für euch geben. Und zwar das sogar, wenn ihr euch bereits netzdienlich verhaltet. Genau dagegen richtet sich jetzt eine neue Petition. Mehr dazu in diesem Video. Also schauen wir uns die ganze Geschichte doch mal etwas näher an. Die Bundesnetzagentur hat einen konkreten Entwurf für die neuen Netzentgelte vorgelegt. Wer eine fest installierte Photovoltaikanlage betreibt, also wie ich oder vielleicht auch du, und dadurch weniger Strom aus dem Netz bezieht, gilt als sogenannter Prosumer. Für diese Haushalte ist ein zusätzlicher Aufschlag von 70 bis 90% auf die Netzentgelte oder auf den Netzentgeltgrundpreis vorgesehen. Wichtig, das bedeutet natürlich nicht, dass euer gesamter Strompreis oder eure gesamte Stromrechnung jetzt um 90% steigen wird. Nach bisherigen Einschätzungen sprechen wir hier wahrscheinlich von zusätzlichen Kosten von bis zu ungefähr, sagen wir mal 100 Euro im Jahr. Das hängt natürlich dann auch davon ab, in welchem Gebiet ihr wohnt. Aber das eigentliche Problem für mich ist hier nicht nur die Höhe, sondern dieser Aufschlag pauschal. Das heißt, dieser Aufschlag wird pauschal erhoben. Das ist natürlich nicht besonders schön für uns als Endnutzer, denn ich persönlich betreibe auch eine Photovoltaikanlage und zwar zum Beispiel in meinem Fall natürlich auch mit einem Batteriespeicher. Und ich selber versuche, meinen Solarstrom so netzdienlich wie möglich und sinnvoll zu nutzen. Das heißt, wenn mittags besonders viel Strom erzeugt wird durch die Sonne, die voll auf meine Module ballert, wird natürlich von mir das so gemanagt, dass ich natürlich in diesen Zeiträumen meinen Akku volllade, in diesen Zeiträumen meine Waschmaschine laufen lasse oder in diesem Zeitraum mein Auto lade. Das heißt, diese hohen Verbraucher laufen exakt dann. Das bedeutet natürlich für mich, ich gehe hier einen sehr hohen Aufwand ein, um Einspeisespitzen zu vermeiden. Wenn ich aber nun den gleichen pauschalen Aufschlagsbetrag bezahlen muss, wie jeder andere, der auch über eine PV-Anlage verfügt und der überhaupt nicht auf seine Einspeisung achtet, frage ich mich natürlich, warum soll ich denn das überhaupt noch machen? Natürlich lohnt es sich für mich weiterhin, möglichst viel eigenen Solarstrom selber zu verbrauchen. Aber diese geplanten Modelle setzen keinerlei zusätzlichen Anreize, in irgendeiner Form das Stromnetz gezielt zu entlasten. Die Menschen, die sich heute schon netzdienlich verhalten, sollen pauschal genauso zur Kasse gebeten werden wie alle anderen. Genau das ist für mich der falsche Weg. Jahrelang wurde uns gesagt, kauft Photovoltaikanlagen, installiert Speicher, passt euren Stromverbrauch an die Solarproduktion an. Viele Menschen haben darauf vertraut und ihr eigenes Geld, oder ich habe es ja auch gemacht, vieles habe ich hier ohne Förderung gebaut, das heißt ihr eigenes Geld in die Energiewende investiert und jetzt sollen genau diese Menschen zusätzlich bezahlen, unabhängig davon, ob sie das Stromnetz belasten oder sogar aktiv entlasten. Besonders problematisch ist außerdem, nach dem derzeitigen Entwurf könnten offenbar auch bereits bestehende Anlagen betroffen sein. Viele andere Betreiber wie ihr oder ich auch haben ihre Anlagen womöglich jedoch unter völlig anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen gekauft. Man kann Bürger nicht jahrelang zu Investitionen auffordern und anschließend die Spielregeln ändern. Wer sich netzdienlich verhält, sollte dafür belohnt werden und natürlich nicht pauschal mit allen anderen bestraft werden. Gegen die geplanten Netzentgelte gibt es bereits seit 2025 erheblichen Widerstand. Die größte Petition Finger weg von der Photovoltaik hat mittlerweile mehr als 300.000 Unterstützer. Zusätzlich wurde jetzt eine Petition gestartet, die sich ganz konkret gegen den aktuellen Plan Prosumeraufschlag richtet. Diese fordert nämlich faire Netzentgelder, das bedeutet Berücksichtigung netzdienlichen Verhaltens und vor allem Bestandsschutz für bereits installierte Photovoltaikanlagen. Ich persönlich habe beide Petitionen auf jeden Fall schon mal unterschrieben und in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut sie euch bitte selbst an und entscheidet, ob und welche ihr davon unterzeichnen möchtet. Ganz wichtig zu erwähnen, die neuen Regelungen sind noch nicht endgültig beschlossen. Wir sprechen derzeit über einen konkreten Entwurf der Bundesnetzagentur und genau deshalb ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, sich hier einzumischen. So kommen wir zu guter Letzt zu meinem Fazit oder zu meinem Senf mit M.
Wir in Deutschland bezahlen ohnehin schon besonders hohe Strompreise. Gleichzeitig haben Millionen von Menschen ihr eigenes Geld genommen, in die Photovoltaik, in die Speicher oder gar in die Steuerung investiert und damit einen großen Teil der Energiewende natürlich selber finanziert. Diese Menschen jetzt mit einem zusätzlichen Aufschlag zu belasten, ist für mich das vollkommen falsche Signal. Erst fördern, dann fordern und am Ende wieder zusätzlich kassieren. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, denn das würde mich auch mal brennend interessieren, wie ihr das Thema hier seht. So, ihr seht, mein Puls ist wieder bei 150, also werde ich mir jetzt erstmal einen ordentlichen starken Kaffee reinpfeifen und hoffen, dass ich wieder runterkomme. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.